Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück beim Bubertsbrudi. Und erstmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir befinden uns jetzt in Blütewoche 2, erster Tag. Und wie ihr sehen könnt, hat sich im Großzelt einiges getan. Ja, ich zeige euch mal eben, hier ist das Netz. Die Ladies haben Anfang der letzten Woche vorm Blütestretch hier ungefähr auf Höhe des Netzes angefangen und sind jetzt, ja, ich würde sagen, teilweise 15, 20 Zentimeter durchs Netz durchgewachsen. Insgesamt sehr dicht bewachsen. Hinten haben wir nochmal unsere beiden Backseats hier. Das ist Mr. P. Wenn die Kamera jetzt noch fokussen wäre sehr gut. Ja, da guckt mal hier. Hier kann man schon sehen, entwickeln sich überall die Buds. Ja. Jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo Miss Chismis beginnt. Das ist Miss Chismis, auch ein Backseat für die neuen Zuschauer. Wir machen hier ein Grow Battle, Backseat versus Dutch Passion. Gucken, ob sich das lohnt, wirklich Dutch Passion Seats zu kaufen oder ob man auch mit normalen Backseats, die man vielleicht noch zu Hause rumliegen hat, aus einer alten Tüte Medizinalcannabis, ne, oder woher auch immer. Ja, hier im Vordergrund, wie gesagt, die Dutch Passion Seats. Ich wollte euch einfach mal abholen. So sieht es aus jetzt hier in, wie gesagt, zweite Blütewoche. Wir sind heute bei Blütetag 14. Ich denke, die Ladies brauchen mindestens noch 8 Wochen, würde ich denen noch mal geben wollen. Heute füttern wir sie wieder von unten. Ich habe mir eine neue Empfehlung abgeholt aus den Kommentaren. Da hat einer geschrieben, ich soll doch mal mit Melasse versuchen zu düngen. Das soll sehr gut sein. Ich habe mir eine Flasche Melasse bei Amazon geholt. Wenn die bis heute Abend nochmal ankommt, werde ich das hier mit ins Video einbauen und wir gießen das erste Mal Melasse. No? Und ihr seht schon, das entwickelt sich alles prächtig. Wir hängen hier unten übrigens unter einer 150 Watt Lampe von Vipaspecta. Wenn euch das interessiert, was ich hier für ein Teil hängen habe und generell so, was mein Grow-Equipment gekostet hat, lasst mir gerne mal einen Kommentar da, dann kann ich dazu ein Video machen. Ich bin von niemandem gesponsert, das ist ein ganz kleiner Kanal, also all das, was ich hier benutze, habe ich selber bezahlt. Und ich würde sagen, das ist ein Low-Budget-Setup, was ich hier benutze, aber es reicht, um ganz anständige Ergebnisse zu erzielen. So, vielleicht nochmal kleiner Kommentar zur Skywalker. Die ist ja die ganze Zeit deutlich kleiner gewesen. Da habe ich auch einen Kommentar gehabt. Da hat mir einer geschrieben, ey Dude, stell die doch einfach auf ein Buch oder so rauf. Und genau sowas habe ich jetzt gemacht. Ist zwar kein Buch, aber ein kleiner Karton, wo die draufsteht. Dadurch haben wir den Höhenunterschied ausgeglichen, so dass sie jetzt alle gleichmäßig viel Licht bekommen und dann hoffentlich auch gleichmäßig wachsen. Weil dadurch, dass wir hier halt im Grunde 3 verschiedene Strains haben, könnte das für Probleme sorgen mit dem Wachstum, dass die unterschiedlich hochwachsen. Aber bisher sieht das soweit ganz gut aus. Ich habe das mit meinem Netz und der Bending-Technik soweit ganz gut im Griff gehabt. Ja, ich zeige euch noch mal ein paar Nahaufnahmen von den Buds und wir sehen uns gleich wieder. Man kann hier schon richtig schön sehen, wie die Blüteentwicklung begonnen hat. Ja, durch überall wachsen schon die Haare raus. Mal gucken, ob wir hier hinten noch einen schön raufkriegen. Ja, guck mal hier bei Miss Chismis. Da sieht das soweit ganz gut aus. Nach wie vor habe ich noch nicht eine Banane entdeckt. Hier kommen wir mal zur Melonade Runs, die insgesamt noch relativ dünn dasteht, wenn man das mal vergleicht zu den Backseats hier. Ja, aber die kommt hoffentlich noch. Hier mal die Skywalker Haze. Die ist auch noch nicht ganz so weit. Ich habe generell das Gefühl, die beiden Dutch Passion Pflanzen, hier sieht man ein bisschen was, ne? Hier geht's los. Generell scheinen die beiden Dutch Passion Pflanzen ein bisschen hinten dran zu hängen, was die Entwicklung angeht. Keine Ahnung warum. Das kann Zufall sein.
Aber wir behalten das weiter im Auge. Ja Leute, lasst doch mal einen Kommentar da. Meint ihr, wir werden hier mehr wie 50 Gramm ernten? Ich habe langsam ein bisschen Sorgen, dass das zu viel werden könnte. Sieht für mein Verhältnis soweit ganz gut aus. Ich weiß ja nicht, was ihr sagt. So, moin Brudi, ich hoffe, der Döner hat geschmeckt. Hier gibt es ein Privatupdate für dich. Gucken mal rein in die gute Stube. Wir fangen bei unserem, ja, ich will nicht sagen Sorgenkind an, aber die, wo die Buds am wenigsten entwickelt sind. Ich sehe allerdings, die letzten 1-2 Tage tut sich hier deutlich was. Das ist die Melonade Runs übrigens hier. Das ist ihr dickster Headbud, den wir hier gerade so sehen. Ja, ist noch nicht viel dran, wie du siehst. Wir gehen mal rüber zu Sky. Sky fängt seit 2 Tagen ordentlich an zu budden. Hier sieht man, überall kommen die Haare raus. Ich stelle nochmal scharf für dich, Brudi. Das sieht alles ein bisschen hellgrün hier aus. Das Licht täuscht, das kommt von der LED. Die sehen in Wahrheit deutlich dunkelgrün aus wie auf den Videos hier. Aber ja, Sky hat schon ganz nette Buds. Da hinten siehst du, Mr. P ist voll von Buds, der hat auch deutlich dickere, genau wie hinten Miss Chismis. Ja, da fahren wir jetzt auch noch mal rein, eben kurz für dich. Wie gesagt, das ist privates Material. Das wird es auf YouTube so nicht zu sehen geben. Aber hier sehen wir mal Miss Chismis. Mr. P, sorry. Mr. P, ja, Mr. P. Guck mal, hier siehst du auch überall schöne fette Buds. Da unten kommen fette Buds. Fette Buds, selbst in der Ecke, Digga, hier am Rand vom Zelt. Ja? Schwenken wir rüber zu Chismis. Ja. Hier mal so 4 von den, ich weiß nicht, wie viele Tentakeln sie hat. Da gibt es noch deutlich weiter, wie du siehst, überall. Aber ja. Ja. Ja, wie soll ich sagen, ne? Ich werde jetzt gleich nochmal IC-Wert messen und pH-Wert und dann werde ich noch dies und das und tralala und ne, nicht vergessen, ihr müsst euren Drain, den müsst ihr hier mit der Zunge rausschlecken, damit ihr den pH-Wert bestimmen könnt. So Leute, ich hoffe, ihr könnt sehen, wie sich die Buds hier inzwischen entwickeln. Das ist absolut prächtig zu sehen. Hier zum Beispiel bei unserer Skywalker Haze, das sieht absolut saftig aus inzwischen, ja. Schaut mal hier. Oder hier hinten bei Mr. P sieht man das zum Beispiel auch sehr deutlich, der ziemlich fette Knollen bekommen hat. Wenn wir hier mal so durchs Canopy fahren. Ja, und auch Miss Chismis. Ihr seht, überall ist die gut am Ausknollen, die gute Dame. Nur die Melonade Runs hängt im Moment noch ein bisschen hin und her. Da haben wir zwar auch ein paar Buds wie den hier, aber der ist halt deutlich kleiner wie all die anderen hier im Zelt. Ja, was meint ihr? Also ich bin mehr als zufrieden bisher. Wie schaut es bei euch aus? Schreibt mal in die Kommentare, was macht euer Grow? Habt ihr auch gescrockt, so wie ich? Habt ihr auch Low-Stress-Training angewandt? Wie düngt ihr denn? Was habt ihr für eine Lampe? Das würde mich echt mal interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare. Ja Leute, was soll ich euch sagen? Willkommen in der guten Stube. Wir sind hier immer noch in Blütewoche 2. Diesmal so gegen Ende der Blütewoche 2. Was soll ich groß sagen? Ich lasse euch einfach nochmal ein paar Budshots da. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch die Buds gefallen. Und hauen Sie rennen, meine Lieben. Ihr Bubersbrudi.